Also da es ja die künstlerische Grundlagenstudium gibt, haben wir in der Hochschule eher das Konzept, dass man jederzeit in die Werkstätten kann und auch jedes Fachgebiet dann eben Projekte hier umsetzen kann. Ich will probieren, so Holz Sodas zu gießen. Soda. Oder like kleine Wood chips. Wood chips. Yeah, sure. We have plenty in the dust extraction outside. Ah ja. Should we have a look? Ja, let's have a look. Yeah. So when we're sanding, Ah ja. they are very fine. When we're planing, they are very rough. See you later. Danke, bis gleich. Eigentlich waren es japanischen Handwerkzeuge wie Hobel, Stecheisen und vor allem die Japansäge, die damals sehr beliebt war. Und das hat mich dann eigentlich zu der Tischlerausbildung auch gebracht. Da war schon quasi klar, dass mich Japan auch fasziniert. Und dann habe ich nach der Tischlerausbildung angefangen, Produktdesign zu studieren und bin dann mit einem Stipendium nach Japan und habe mich da dann dem Holzhandwerk wieder stärker zugewendet. Es gibt Studierende, die keinerlei Vorerfahrung haben und es gibt eben auch schon Studierende, die vorher schon viel gemacht haben. Okay, viel Spaß. Wir machen projektbezogene Betreuung, das heißt, immer wenn das Projekt bestimmte Maschinen erfordert, dann mache ich die Einweisung in die Maschinen und Werkzeuge, die für das Projekt dann gebraucht werden. Schon ein bisschen das Werkstück auch drücken, weil es wirklich da so ein Vakuum gibt. Ja, es kommen aus allen möglichen Fachbereichen Studierende, eben aus Produktdesign, Textildesign, aber auch visuelle Kommunikation oder Modedesign. Die Malerei und Bildhauerei kommen auch oft, in der Malerei für Keilrahmen, in der Bildhauerei eben oft dann Skulpturen oder auch Bühnenbildstudierende für eben ganze Bühnenbilder. Ich bin eigentlich die meiste Zeit in der Holzwerkstatt, wenn ich in der Uni bin. Und also dieses Projekt, es gab so verschiedene Sachen, die mich irgendwie inspiriert haben mit so der Thematik, mit der ich mich damit beschäftige, zu arbeiten. Momentan mache ich so eine Skulptur mit so 2 verschiedenen Paar Schuhen und dann hat so 2 Holzbeine, die so zusammenkommen. Jetzt für das Projekt habe ich jetzt nicht groß mit Martin darüber geredet. Ich probiere es einfach aus, ob es klappt und dann sehe ich so, wie es läuft. Da habe ich jetzt nicht so einen genauen Plan. Aber zum Beispiel das Rundgangprojekt, da musste ich auf jeden Fall mit Martin einige Sachen besprechen, weil halt das auch, also Holz ist ja auch teuer und da möchte ich dann nicht dieses Holz, was ich mir dafür quasi geholt habe, ich habe keine Schreinerausbildung oder sowas, dann irgendwie falsch angehen. Am besten ist dann erstmal eine Skizze zu zeigen, wenn es ein bisschen komplizierter ist, was sie eigentlich vorhaben. Und dann mache ich Vorschläge dazu, wie man es bauen könnte. Teilweise auch, ob man das so baut oder ob man nicht besser was anderes baut. Und dann fängt es an mit der Frage, wie man Material eben auswählt und auch bekommt. Gewisse Sachen weiß ich auch nicht, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist. So, keine Ahnung, wenn es um die Verbindung von Stücken geht und so Sachen. Also es gibt oft auch die Situation, dass man dann doch andere Materialien wählt. Also ein Klassiker ist natürlich, dass wir dann in der Holzwerkstatt sagen, macht es doch aus Metall. Und die in der Metallwerkstatt sagen, das würde ich lieber in Holz machen. Und man kann natürlich auch heutzutage vieles CNC fräsen. Wir versuchen aber natürlich auch, die Balance so zu halten, dass man nicht alles den Roboter sozusagen die CNC-Fräse machen lässt oder den Lasercutter machen lässt, sondern dass, wenn es irgendwie geht, auch viel handwerklich mit eben traditionellen maschinellen Mitteln hergestellt wird.
Für den Rundgang zum Beispiel habe ich so ein Bezahlterminal, wie es so bei McDonald's und so Essensläden gibt, also eine exakte Kopie gemacht. Und da habe ich Kirschholz zum Beispiel benutzt, weil ich ein Holz wollte, das sich durch das Benutzen von Leinöl, mit dem man es ja eigentlich so wie imprägniert, dass sich die Farbe stark ändert. Oft wird hier auch Formenbau gemacht, also sei es um Sachen zu gießen oder eben auch um Glas zu formen. Man kann das Holz dann eben nass machen und der Glasbläser kann dann diese heiße Glasmasse in die Holzform halt reinblasen. Und da haben wir öfter Projekte, die quasi diesen Formenbau auch brauchen. Ja. Und ich finde auch, wenn man quasi noch an einer Hochschule ist, hat man ja auch so viele Möglichkeiten, die Workshops zu benutzen. Weil danach, wenn man einen Abschluss hat, ist das halt leider nicht mehr so. Deshalb, so viel ich kann, benutze ich sie. Es ist natürlich schön, dass oft auch Studierende kommen und mir dann zeigen, was am Ende daraus geworden ist. Oft in Fotos, aber oft auch das tatsächliche Objekt dann nochmal mitbringen. Ja, das freut uns in den Werkstätten natürlich dann auch zu sehen, was dann am Ende daraus geworden ist. Ja. Ja.